Vermutlich habe ich Erinnerungen, müsste ich haben, die weit zurückgehen, vor die 80er Jahre. Aber die klaren, eindeutigen Erinnerungen waren nach den Umbauten der 80er Jahre. Das heißt, das Gebäude, von dem ich weiß, dass es eigentlich heiter und freundlich und einladend und festlich sein müsste, das war sehr verbraucht und abgestanden. Es war mehr eine große Struktur, in die man sich begeben hat. Man hat eigentlich auch nie so dieses Bild von diesem großen öffentlichen Gebäude, wie man das gemeinhin kennt, sondern es war facettenreich. Und auch damals mein Erlebnis als junger Student, Anfang der 70er Jahre, der auch nicht nur an Architektur gedacht hatte, war eben auch so facettenreich. Also die ersten Erlebnisse waren keine architektonischen, sondern es waren musikalische. Ich denke, ich war 14 oder 15, als ich begann, hier Konzerte zu besuchen. Und ich habe vielleicht Hunderte von Konzerten gehört hier. Und das war wirklich mein erster Eindruck. Ich kam als Student hierher und der erste Eindruck war, ist es überhaupt ein Gebäude? Ist es nicht eher ein Konglomerat aus unterschiedlichen Bauteilen oder eben aus unterschiedlichen Gebäuden, aus unterschiedlichen Zeiten auch zusammengesetzt? Es ist auch ein Gebäude, das ganz stark von der Bevölkerung angenommen ist. Also das gehört zu Zürich und das gehört zur Zürcher Bevölkerung. Ich glaube, es gab eine Zeit, da gab es keinen Zürcher, der nicht irgendwo in irgendeiner Form Erlebnisse mit diesem Gebäude verbindet. Dass das Haus irgendwie das gehört zum kollektiven Gedächtnis von Zürich. Die Turnhalle und das Kongresshaus ist ein Gebäudekomplex, ein Baudenkmal geworden, mit unserer historischen Distanz jetzt auch. Einerseits aus architektonischen Gründen, die Leistung von 1939 von Häfele Moser Steiger, die ist wirklich sehr beachtlich. Und andererseits eben, weil darin zwei historische Momente festgehalten sind. Einerseits das 19. Jahrhundert, die bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts, die für die Stadtwerdung ganz wichtig ist. Und dann andererseits die Landesausstellung 1939, die auch in der nationalen Geschichte sehr bedeutend ist und die eben Auslöser war für den Bau des Kongresshauses 1939. Wie sind wir vorgegangen? Das ist in direkter Abhängigkeit zu dem, was wir von dem Gebäude wussten. Nämlich, dass es eigentlich ein offenes Gebäude war. Zunächst gehören heutzutage alle Phasen eines Baudenkmals zum Baudenkmal. So sind wir auch dann vorgegangen mit Respekt gegenüber allen diesen Architekten. Allerdings ist uns dann auch klar geworden, wie unglaublich schön und klug natürlich diese Hauptfassung von Häfele Moser Steiger von 1939 tatsächlich ist. Das heißt, das ist auch verbunden mit der Neugierde. Was war das eigentlich? Mal zuerst nicht, was will ich, was kann ich jetzt, sondern was ist das Gebäude, was bietet das Gebäude, was hat das für ein Potenzial? Und hier war es eigentlich offensichtlich, es gibt Grundqualitäten, die sind in vielem verloren gegangen, aber nicht unwiderruflich, das kann man ja auch heute sehen, dass man zuerst diese Qualitäten wieder hervorarbeitet. Ja. Wahnsinnig schön. Es gibt ein fabelhaftes Buch unter der Leitung von Arthur Rüegg, Kongresshaus Zürich 1937-39, moderne Raumkultur. Das ist ein Buch, das uns hier in vielem geholfen hat, um wirklich ganz nahe an die Dinge ranzukommen, an Dinge, die auch nicht mehr existieren und die wir zum Teil auch rekonstruiert haben. Dieses Buchprojekt war gedacht als Schlussbucke meines Wahlfachs Konstruktive Konzepte der Moderne an der ETH, mit dem wir das Verhältnis von Form und Konstruktion anhand von Fallbeispielen untersuchten. Eine monographische Auseinandersetzung mit dem Gebäude, die auch für uns als Informationsquelle dann sehr wichtig geworden ist.
Und auch in der Öffentlichkeit hat man das Gebäude natürlich intensiv diskutiert und auch daraus haben wir Erkenntnisse und Aufmerksamkeiten gewinnen können. Ja, eben, also ich glaube, die Grundidee des Projekts war eine Auflösung in Volumen, so wie das Konzept der ganzen Landesausstellung betraf, also eine Auflösung zur Natur hin, zur Aussicht hin, eine Durchgrünung oder der ganzen Anlage. Und auf der anderen Seite war natürlich hinten dieses tektonisch geschlossene Volumen der Tonhalle, oder? Und in meinen Augen war es eine außergewöhnlich geschickte Art Deklination von dieser alten Architektur zu diesem aufgelösten Neuen. Mit der Auseinandersetzung wurde mir vor allem bewusst, welch großen Schritt Sie damals getan haben in der Neuinterpretation einer modernen Architektur, wo Sie diese Architektur hingeführt haben mit Ihrem Bau des Kongresshauses. Und andererseits natürlich mit dem Thema des Weiterführens, des Weiterbauens, Umgehen mit Bestehendem, wo ich dann wirklich mit der intensiveren Auseinandersetzung gemerkt habe, welche Meisterschaft da dahinter steckt. Das Konzept des Weiterbauens, die Frage des Weiterbauens im formalen und ökologischen Sinn seit den 70er Jahren eine zentrale Problemstellung in der Architekturdiskussion geworden. Und da ist natürlich das Kongresshaus als Vorläufer dieser Diskussion oder, der 70er Jahre bis heute irgendwann wieder entdeckt worden. Obwohl in den 80er Jahren ja eigentlich die Seele ausgetrieben wurde aus diesem Kongresshaus. Oder? Dann gab es ja noch die Zeit aus den 80er Jahren, die Erweiterung, die großen Umbauten, die dann letztlich auch zu diesem Kongresshaus-Debakel geführt hat und wie ein Schatten auch, glaube ich, bis heute über diesem Projekt schwebt. Damals stand ganz klar im Vordergrund die Funktion des Hauses, die besser gemacht worden ist und wirklich auch funktioniert hat für den Betrieb, insbesondere für den Kongresshausbetrieb. Dieser sogenannte Panoramasaal, der hier draußen stand, der hat funktional sehr viel gebracht. Und man hat damals eigentlich schon die Architektur von 1939 durchaus berücksichtigt, eher noch im imitierenden Sinn. Man hat versucht, das ein bisschen zu verschleiern, auch was man gemacht hat. Aber die großen Interventionen, die waren natürlich heftig. Und sie haben das Gebäude von 1939 in Punkten getroffen, wo es empfindlich war. Für uns war von Anfang an klar, dieses Hindernis, der Panoramasaal, muss weg. Die Spielräume, die haben sich dann eigentlich erst in der Projektentwicklung ergeben. Als klar wurde, es wird kein neuer Kongresszentrum-Standort gefunden werden. Wir setzen voll auf die Karte Sanierung, Instandsetzung dieses Kongresshauses hier. Erst dann, glaube ich, eröffneten sich neue Möglichkeiten, größer zu denken. Und das war dann für uns der Moment, wo wir endlich auch davon sprechen durften, diesen Saal abzubrechen. Dann natürlich abbrechen reicht nicht, sondern wo bieten wir nicht nur die Fläche neu an, die verloren geht, sondern auch wie und wo bieten wir die Flexibilität an, die hier oben existierte. Und hier war dann der Knackpunkt, wir können das Raumprogramm nicht verkleinern. Der Bauherr will ganz klar die gleiche Fläche, die er jetzt hat, muss er auch nachher haben für sein Funktionieren. Und das führte dann zu einer großen Rochade. Das ist die neue Situation. Das heißt eigentlich zuerst eine Befreiung der Terrasse. Da wurde etwas ganz Wesentliches wiedergewonnen. Und wo sind die neuen Flächen? Ursprünglich, vorher hörte der Bau hier auf, also mit dem, was heute das Gartensaal, der Foyer ist. Das ist diese Schicht. Und das Restaurant, das hier unten war und eigentlich nie so richtig funktionierte, auch etwas abgehängt war vom Gesamtbetrieb, das ist eben die Rochade, kam das Restaurant auf die Terrasse und damit wurde auch die Terrasse nutzbar. Und das Schöne ist ja, dass das jetzige Projekt auch wieder weitergebaut hat, in einem sehr ähnlichen oder verwandten
in einer verwandten Herangehensweise, indem man eben nicht grobe Kontraste sucht oder Widersprüche, sondern das möglichst organisch weiterentwickelt, das Gesamtgebäude. Das ist eben dieses Thema Weiterbau und das wird dann auch weitergeführt in den Sälen, die sicher als neu lesbar sind, sollen sie auch, aber wo ganz viele Dinge vorkommen, mit denen man vielleicht indirekt bereits vertraut geworden ist, indem man sie hier aufhält, indem man sie sogar in der Tonhalle aufhält. Also Dinge werden weiter transformiert, weiterverwendet. Also eben die Ikone dieser Art, neu und alt zu vereinen in der Schweiz. Ich wüsste keinen anderen Bau, der das auf so exemplarische Weise macht, weil es bedeutet doch einen starken Bruch in der Entwicklung der modernen Architektur. Ich denke, dass die Tonhalle und das Kongresshaus ganz, ganz wichtige Baudenkmäler darstellen. Und ich glaube, es ist heute wirklich nicht mehr nachzuvollziehen, wie man tatsächlich zur Auffassung gelangen konnte, dass man dieses Baudenkmal des Kongresshauses ersetzen könnte durch ein neues Kongresszentrum. Wir freuen uns eigentlich auch unendlich, sehnen uns nach diesen vielen Jahren unendlich danach, dass nun diese Räume auch tatsächlich in ihrer Verbundenheit erlebt werden können.